Neue Folgen gibt es nicht nur hier, sondern auch beim Y-Kollektiv Podcast. Den findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Fast 3 Millionen Kinder leben in Deutschland schätzungsweise mit einem alkoholkranken Elternteil zusammen. In so einer durchschnittlichen Schulklasse sind das also so ungefähr 4 oder 5 Kinder. Viele werden gedemütigt, misshandelt und alleingelassen. Und genau das habe auch ich als Kind erlebt. Ich recherchiere mehrere Monate zu dem Thema und ich merke, ich bin nicht allein damit. Ich lag im Bett, dann kam sie zu mir und hat gesagt, es tut mir alles so leid und ich liebe dich und so weiter. Und ich habe halt nur den Gestank wahrgenommen. Ich besuche Selbsthilfegruppen, telefoniere mit anderen Betroffenen und besuche eine Einrichtung, die nicht nur die Süchtigen therapiert, sondern gleich die ganze Familie. Und ich will ehrlich sein. All das ist intimer, persönlicher und viel anstrengender für mich, als ich am Anfang noch dachte. Sucht, Alkohol und was das alles mit mir macht, das frage ich mich schon mein ganzes Leben. Was bin ich und was ist die Sucht meines Vaters? Das da, das bin ich, Andi. Und ich will jetzt gar nicht so melodramatisch klingen, aber während meine Freunde früher mit ihren Eltern mutmaßlich auf dem Spielplatz waren, hat mein Vater sich volllaufen lassen und anschließend meine Mutter verprügelt. Ich wurde beleidigt, angeschrien, gedemütigt und geschlagen. Häufig alles auf einmal. Das ist andere Sache, das ist andere Welt. Guck mal, guck mal. Und lange dachte ich, ach, alles halb so wild. Ich habe das irgendwie gesund überlebt und mit mir ist ja alles in Ordnung. Aber nach und nach merke ich, das stimmt nicht. Irgendwas ist irgendwie anders mit mir. Und ich will wissen, was. Die Bilder, die ihr da gerade seht, das sind alte Aufnahmen von meiner Familie. Ein paar kurz vor meiner Geburt und ein paar danach. Mein Vater war da nur ein bisschen älter als ich jetzt. Wir haben lange in der Redaktion diskutiert, ob wir die Bilder benutzen sollen oder nicht. Und ich habe auch mit meiner Mama darüber gesprochen. Ist ja schließlich auch ihre Geschichte. Mein Vater ist seit ein paar Jahren tot. Am Ende haben wir alle entschieden, ja, wir zeigen euch die Bilder. Für mich fühlt sich diese Offenheit irgendwie sehr empowernd an. Meine Recherche führt mich zuerst ins Netz. Dort finde ich Communities voller Menschen wie mich. NACOA, Erwachsenekinder.org oder Co-Suchtfrei. Foren mit Menschen, die ihre Erfahrung teilen. Ich habe riesige Probleme, jemanden zu finden. Und ja, man würde ja meinen, das sei nicht so schwer, weil immerhin gibt es ja schätzungsweise 3 Millionen Kinder und Jugendliche, die mit einem alkoholkranken Elternteil aufwachsen. Aber irgendwie will sich keiner melden. Das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen damit zusammen, dass das irgendwie ein Tabuthema ist und dass viele das irgendwie auch erst später realisieren, was das mit denen macht und wie das ist. Deswegen baue ich so eine Art Abreißzettel mit meiner Mailadresse und meiner Telefonnummer drauf. Die hänge ich hier in Bremen auf, später auch in Nordrhein-Westfalen und über Freunde sogar in Süddeutschland. Die Zettel funktionieren, bekommen viele Anrufe und Mails, häufig mit unterdrückter Nummer. Viele wollen reden, im Film vorkommen wollen sie aber nicht. Irgendwann meldet sich aber Leonie. Ich darf unser Gespräch für den Film benutzen. Eigentlich heißt sie anders, aber auch sie will, klar, anonym bleiben. Sie ist 19 und ihre Mutter ist Alkoholikerin. Und was sie erzählt, das erinnert mich auch an meine Kindheit. Es gab auch schon Fälle, wo sie irgendwie draußen gefunden wurde, wo ich sie draußen gefunden habe oder wo wir sie suchen mussten. Das ist natürlich nochmal für die Psyche 1000-mal schlimmer, als dass man weiß, okay, sie ist wenigstens oben und betrunken und es passiert jetzt gerade nicht. Aber generell, also wenn ich Mama sehe, ich bin mittlerweile einfach nur noch wütend. Also ich habe gar keine positiven Gefühle mehr. Und das kenne ich allzu gut. Und ganz typisch, also so kommt mir das zumindest mittlerweile vor, ist auch diese latente Überforderung mit der Gesamtsituation, die dann irgendwann irgendwie ausbricht. Ich konnte irgendwie nicht mehr, weil ich wieder gedacht habe, scheiße, ich komme gleich nach Hause, muss wieder diese ganzen Sachen machen und irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie ich damit klarkommen soll. Wir haben 1 Stunde telefoniert und danach bin ich emotional für den Tag erstmal durch. Weil es so schwer ist, jemanden zu finden, fahre ich erstmal nach Berlin. Dort gibt es eine der wenigen Einrichtungen in Deutschland, die sich nicht nur um die Süchtigen selbst kümmert, sondern gleich die gesamte Familie als System betrachtet. Morgen. Das ist Corinna Erben. Sie ist die Leiterin vom Tannenhof in Berlin. Zuerst zeigt sie mir das Kinderhaus. Hier werden die Kinder der Patienten betreut und unterstützt. Gerade in Suchtfamilien lernen die Kinder ja nicht offen mit ihren Gefühlen umzugehen oder können
können auch Gefühle schwer einsortieren. Nicht das erste Mal, dass ich das höre. Viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, haben mir genau das erzählt. Und auch in Selbsthilfegruppen war das immer wieder Thema. Mit speziellen Betreuungsprogrammen sollen die Kinder das hier lernen. Ganz kindgerecht mit Spielen, während die Eltern drüben im Hauptgebäude ihre Therapie machen und lernen, auch ohne Alkohol oder Drogen klarzukommen. Und hier ist unser Ergotherapieraum und auch die Kunsttherapie findet hier statt, die Eltern-Kind-Kunsttherapie. Und ich weiß, das klingt jetzt erst wie Malen nach Zahlen, aber an der Art und Weise, wie Menschen arbeiten, kann man richtig viel ablesen. Wenn es nicht gelingt, eine Lösungsstrategie zu entwickeln, wie groß ist die Frustrationstoleranz, wird es dann in die Ecke gepfeffert? Also man kann so ganz viel an Persönlichkeit auch rauslesen, wie etwas hergestellt wird oder wie etwas in Angriff genommen wird. Bei Kindern von Alkoholkranken sieht man übrigens ganz häufig einen Hang zu Perfektionismus. Dass es Menschen sind, die selbst aus sozialen Gefügen kommen, wo eine große Anforderung, warum auch immer, an sie als Kind gerichtet wurde oder wo selten gesagt wurde, Mensch, das hast du toll gemacht. Als ich mir das Drehmaterial später nochmal angucke, sehe ich diesen Hang zu Perfektionismus in Action auch bei mir. Panik, dass mir halt die Bilder fehlen. Denn um Textpassagen wie diese hier einzubauen, da brauche ich am Ende zusätzliches Bildmaterial. Es ist schwer in der Einrichtung zu drehen. Die Patienten, die wollen anonym bleiben und wir dürfen keine Gesichter filmen. Wir gehen deswegen raus, da ist gerade einfach weniger los. Das ist unsere kleine Obstwiese, wo dann Obstbäume sind. Und das ist auch was ganz Tolles, weil da die Pädagogen auch oft mit den Kindern dann im Herbst das Obst sammeln und Kuchen backen oder Marmelade kochen oder so eine Geschichten. Also wir versuchen einfach so eine Normalität auch zu gestalten. Normalität. Da muss ich direkt an meine Kindheit denken. Statt Freizeitparks oder Schwimmbad gab es bei mir Psychoterror und stundenlange Autofahrt mit meiner Mama ohne Ziel. Einfach, um mal ein paar Stunden Ruhe zu haben. Und ein Therapieprojekt sind unsere Hühner. Ja, wir sagen, das sind unsere Therapiehühner. Das Tolle ist, dass die Kinder einmal die Woche, auch an einem festen Tag, immer zu den Hühnern dürfen. Die dürfen dann die Eier holen und die sind ganz zahm, die fressen aus der Hand Salat und Zwieback und so eine Geschichten. Für die Kids ist das gut für den eigenen Selbstwert. So ein Huhn hochzunehmen, das muss man sich nämlich erstmal trauen. Es war sehr, sehr schwierig, mit Leuten über Sucht zu sprechen. Also ganz viele Leute wollten nicht drüber sprechen oder nur anonym drüber sprechen. Sie haben sich geschämt vor Freunde, vor Familie. Warum ist das so? Weil die Suchterkrankung leider immer noch sehr stigmatisiert wird. Solange ich es unter Kontrolle habe, wird mir der Alkohol angeboten. Dann fließt er in rauen Mengen. Aber wenn jemand den Verdacht hat, ich habe es nicht mehr unter Kontrolle, bin ich sofort abgestempelt. Wer traut sich denn zu sagen im Freundeskreis, du, ich habe das Gefühl, du hast ein Problem mit Alkohol. Das ist vielleicht noch das höchste aller Gefühle. Aber wer sagt, du, ich glaube, du bist alkoholabhängig. Und obwohl Sucht so ein Tabuthema ist, so ein Stigma ist, will sich doch jemand mit mir treffen. Wenn auch nur anonym. Hi, Viktor. Moin, na, alles gut? Ja, bei dir auch? Ja, alles bestens soweit. Viktor heißt eigentlich auch anders, möchte aber nicht erkannt werden. Wollen wir so eine Runde erstmal laufen? Ja, können wir gerne machen. Okay. Sucht ist in seiner Familie aber ein Riesenthema und er findet Aufklärung darüber wichtig. Als ich ihn treffe, ist er gerade mit seiner eigenen Alkoholentgiftung durch. Kein Einzelfall übrigens. Etwa 1/3 der Angehörigen und Kinder von Suchtkranken werden irgendwann selbst suchtkrank. Und bei ihm zieht sich die Sucht quasi durch die gesamte Familie. Mal war meine Schwester da, mal war sie dann wieder in der Entzugsklinik und so ging das immer hin und her. Und so ähnlich war das mit meinem Bruder. Bei ihm hat sich dann halt durch den ganzen Konsum der synthetischen Drogen, ja, gerade Amphetamine etc., eine Schizophrenie gebildet. Ey, und um ehrlich zu sein, das Gespräch, das ist für mich nicht leicht. Und auch für Viktor ist das anstrengend. Das merke ich sofort. Es sind halt echt krasse Erinnerungen, die sich da einbrennen. Meine Eltern haben mich immer oft zu meinem Bruder geschickt, wenn er sich nicht mehr gemeldet hat. Das, was ich da sehen musste und das, was ich da hören musste, hat seelische Spuren hinterlassen. Und der da wieder schizophren war, Löcher in die Wände geboxt hat und rumgeschrien hat, dann bin ich wiedergekommen. Meine Eltern haben gefragt, wie war es da? Und ich war total bleich und mir war total kalt am ganzen Körper und ich habe einfach nur mit Blut geantwortet. Ja, das kenne ich auch.
bloß nicht zu einem weiteren Problem für die Familie werden. Bloß nicht noch eine Sache, um die Mama sich Sorgen machen muss. Das kann die nämlich gerade gar nicht gebrauchen. Dass wir nicht über unsere Erfahrungen sprechen, das ist ganz typisch. Das habe ich auch schon in Berlin gelernt. Und das ist ein großes Problem. Kinder aus suchtbelasteten Familien, die bräuchten nämlich wirklich dringend wen zum Reden. Ich habe mehrere Traumas aus der Kindheit mitgenommen. Durch das, was mein Bruder gemacht hat, das, was er gesagt hat. Überall im Treppenhaus waren Sachen kaputt oder es waren Löcher in den Wänden. Und wenn man da mit Freunden lang gegangen ist, die fragen, ja, woher kommt denn das? Und ich wusste, das war mein Bruder wieder in seinem schizophrenen Wahn. Was hast du dann gesagt? Ich weiß es nicht. Ich habe gelogen. Das nennen Expertinnen und Experten übrigens Co-Abhängigkeit. Ist auch ganz typisch. Wir stellen nicht nur unsere eigenen Bedürfnisse nach hinten, sondern wir lügen, um die Süchtigen zu decken und zu schützen. Und wenn wir ehrlich sind, irgendwie auch uns selbst. Und bei Viktor war ja nicht nur der Bruder suchtkrank, sondern auch die Schwester. Ich lag im Bett, dann kam sie zu mir und hat gesagt, es tut mir alles so leid und ich liebe dich und so weiter. Und ich habe halt nur diesen Gestank wahrgenommen. Aber man merkt dann vor allem die Auswirkungen. Die Sucht für einen selbst ist schon schlimm genug, aber was die Familie, die Angehörige, ja, der enge Kreis um einen herum da mitmachen muss, das ist viel schlimmer. Und obwohl du das kanntest, was Drogen mit den Leuten machen, hast du gesagt, ich mache das ja jetzt aber auch? So komisch, als es sich anhört, ja. Ich weiß, ey, ich trinke ja auch. So, ich sehe ja, was Alkohol mit Leuten macht, so mit meinem Vater. Trotzdem hab ich auch getrunken irgendwie. Ja. Also ich will gar nicht wie so ein Vorwurf klingen, aber es ist abstrus, wenn man drüber nachdenkt, oder? Ja, also auf jeden Fall. Du siehst, was Alkohol oder was Drogen irgendwie mit Leuten, mit Menschen machen können und dann greifst du selber zur Flasche. So. Das Ding ist, man sieht es ja, aber sobald man selbst nicht süchtig ist, versteht man es nicht. Man hat nicht das Bewusstsein dazu. Und gibst du deinen Eltern so ein bisschen die Schuld daran? Meinst du, die hätten es besser machen können und dann wärst du nicht in dieser Situation? Das ist immer schwer zu sagen. Ne? Also kann natürlich so sein. 100%ig sagen kann ich es nicht. Aber ganz unschuldig sind die definitiv nicht. Ne. Ich kann es denen, wie gesagt, schwer vorwerfen, weil ich selbst nicht weiß. Wie gesagt, wir sind alle Menschen und ich weiß selbst nicht, wie ich dann als Elternteil wäre, wenn ich eine alkoholsüchtige Tochter hätte und einen schizophrenen Sohn, wie ich dann damit umgehen würde. Ob ich dann noch für mein, ich bin das 4. Kind der Familie, ob ich dann noch für den Kleinen Zeit habe. Aber das ist ein Thema, was ich aufarbeiten muss, womit ich dann umgehen muss und was ich dann hoffentlich im Rahmen der Therapie besser verstehen und lernen werde. Er ringt hier so ein bisschen um eine Antwort. Danke dir. Wenn was ist, melde dich, ne? Aber klar, all das war wahrscheinlich für niemanden leicht. Nicht für ihn, nicht für seine Eltern und auch nicht für seine abhängigen Geschwister. Und auch ich denke nach und versuche innerhalb dieser Recherche zu verstehen, was meine Vergangenheit mit mir gemacht hat. Und wer eigentlich schuld ist an dieser verkorksten Situation. Das Problem ist immer, wenn die Schuldfrage kommt. Ne? Wer ist dran schuld und warum ist das so? Und man so hadert, dass es so ist, wie es ist. Das bringt uns nicht voran. Es gibt ja nicht nur das Monster, sondern es gibt ja auch Lichtblicke und viele Dinge, die sie ja trotzdem auch bestimmt auch als schön erlebt haben in ihrem Leben. Aber sie dürfen sich natürlich davon befreien und zu sagen, aber das ist auch ein Stück weit gehört das eben nicht mehr zu mir. Und da darf ich auch loslassen und mein eigenes Ding machen. Eine Frage, die mich jetzt schon ganz lange umtreibt, ist, was bin ich? Also was ist sozusagen meine Persönlichkeit? Was bin wirklich ich? Und was ist die Sucht meines Vaters? Das ist nun mal ein großer Anteil in ihrem Leben. Ja, das hat nun mal viel dazu beigetragen, dass sie so sind, wie sie sind. Aber ich meine, ich erlebe jetzt hier einen ganz sympathischen jungen Mann, ja, der jetzt nicht irgendwie komisch ist oder doof ist. Also sie bringen doch ganz viele Kompetenzen mit. Ich frage mich halt, also ich habe jetzt auch mit anderen Leuten gesprochen und das ist ein Problem, was viele haben, die aus so einer Suchtfamilie kommen. Woher kommt das? Warum habe ich das? Warum kann ich so schlecht meine Gefühle zeigen oder fühlen auch selbst? Eltern, die konsumieren, sind unberechenbar. Man weiß heute nicht, wenn ich heute von der Schule komme, wie ist meine Mutter, wie ist mein Vater drauf. Ja, ist sie sturzbesoffen?
Ist sie gerade vielleicht einigermaßen auf einem guten Level? Kriege ich einen Kuss? Kriege ich Schläge? Wird rumgeschrien? Sie halten im schlimmsten Fall der Mutter die Haare beim Kotzen aus dem Gesicht. Und in der Suchtfamilie aufzuwachsen, da gibt es ja ganz viele Gefühle. Schuld, Scham. Ne, ich schäme mich für meinen Vater, ich bringe keine Freunde mit nach Hause, weil der könnte ja besoffen in der Ecke hängen und lallen oder gerade meine Mutter durch die Wohnung prügeln oder wie auch immer. Ne? Und genau das ist das Problem. Und genau deswegen bekommen Menschen wie Viktor Ersthilfe, wenn sie selbstsüchtig sind. Genau, es sind auch häufig Kinder, die funktionieren. Ich habe funktioniert. Ich war ein fantastischer Schüler tatsächlich. Ja, das ist echt Pech. Ja. Also, nein, das ist nicht Pech, das ist schön für Sie, aber das ist tatsächlich, dann fällt man einfach nicht auf. Ja? Dann fällt man erstmal nicht auf. Und das bestätigt auch meine Recherche. Es gibt viel zu wenig Einrichtungen und Programme, die auch Kinder von Suchtkranken in den Fokus nehmen. Aber klar, wie soll man Kinder behandeln, die das Problem verstecken? Ganz ehrlich, keine Ahnung, ob ich jetzt nach dieser Recherche schon durch bin mit dem Thema. Keine Ahnung, ob ich meine Vergangenheit wirklich ganz loslassen kann, wie Corinna Erben das vorgeschlagen hat. Vielleicht braucht das aber auch einfach noch ein bisschen Zeit. Eine Lösung, wie man Kinder aus Suchtfamilien schneller erkennt, habe ich nicht. Vielleicht hilft es, offener über Sucht zu sprechen und Hilfsangebote präsenter für die Kids zu machen. Mir hat diese Recherche auf jeden Fall geholfen, das alles besser zu verstehen. Und wenn ihr mehr zum Thema Alkoholismus erfahren wollt, dann schaut doch vorbei bei den Kolleginnen und Kollegen von Reporter.